Mit dem Projekt Tandem Teaching Integral TT entwickeln Lehrende an der Pädagogischen Hochschule Freiburg interdisziplinäre Lehrveranstaltungen. Die neu entwickelten Lehrveranstaltungen werden dokumentiert und hochschulintern für Lehrende veröffentlicht. Gefördert wird das Projekt aus dem Qualitätspakt Lehre, dessen Ziel es ist, die Studienbedingungen und die Lehrqualität an Hochschulen zu verbessern. Das Seminar bietet eine interdisziplinäre Auseinandersetzung mit dem Thema interkulturelle Bildung mit Musik in der Schule. Wir möchten sowohl aus der Perspektive der Erziehungswissenschaft als auch der Musikdidaktik gemeinsam unterschiedliche Möglichkeiten für interkulturelle Bildungsprozesse mit Musik in der Schule gemeinsam erkunden und erproben. Für das Seminar gab es keine besonderen musikalischen Voraussetzungen wie Fähigkeiten im Notenlesen oder das Spielen eines Musikinstruments. Das Seminar stand unter dem Motto: Jenseits von richtig und falsch gibt es einen Ort, dort treffen wir uns. Ich bin Matze und ich studiere Sekundarstufe, die Fächer Mathe und Biologie, und meine musikalischen Vorerfahrungen habe ich gemacht mit der Gitarre und mit dem Schlagzeug, und ich singe auch ganz gerne. Ich bin Nina, ich studiere Grundschullehramt und ich habe noch nicht sehr viel musikalische Vorerfahrung. Mein Name ist Julie und ich studiere auch für Grundschullehramt, Mathe und Religion. Und ich mache auch gerne in meiner Freizeit Musik und probiere auch gerne Verschiedenes aus. Mache gerade zum Beispiel noch einen Gitarrenkurs und kann auch ein bisschen Klavier spielen. Ich bin die Marlene, ich studiere Englisch und Wirtschaft auf Lehramt Sekundarstufe 1 und ich habe in meiner Jugend Klavier gespielt und Akkordeon, aber beides verlernt leider. Ich bin Felix, ich studiere Lehramt auf Sekundarstufe. Ich studiere Musik als Fach. Habe relativ viel musikalische Vorerfahrung, spiele Geige und Gitarre, habe in verschiedenen Bands und in Orchestern gespielt. Mein Name ist Lauritz und ich studiere Erziehungswissenschaft und rappe in meiner Freizeit und gebe auch so Rap-Workshops an der Schule oder beziehungsweise im Jugendtreffen. Ich heiße Dalton, ich studiere auch auf Sekundarstufe 1 Lehramt, habe keine musikalischen Vorerfahrungen. Also wir mussten uns erstmal im Seminar haben uns auseinandergesetzt mit Kultur generell, was für verschiedene Kulturen es gibt, und hatten ziemlich viel theoretischen Input auch, und daraus hat sich dann kristallisiert, dass wir Gruppen gebildet haben für dieses Projekt. Also am Anfang fand ich das echt, wusste ich nicht so, was auf mich zukommt. Ich auch nicht, ja. Also ich hatte so irgendwie im Kopf vielleicht die Vorstellung, dass es quasi so hingeht, dass wir tatsächlich viel Theorie machen, viel lesen, ja, wieder viel schreiben müssen und am Ende gibt es eine Hausarbeit. Das war so ungefähr das, was ich mir vorgestellt hatte, und habe nicht erwartet, dass es in so einem musikalischen Kreativprozess dargestellt wird. Bin eigentlich positiv überrascht, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil der Theorieteil ja auch irgendwie sehr kurzweilig war. Also wir haben viel kennengelernt. Irgendwie so zum Kulturbegriff. Ja, was so dazu gehört. Ich fand gerade erst dadurch, dass es eben so kompakt war, hat es viel mehr Wirkung entfalten können, als dass, wenn wir irgendwie elend viel gelesen hätten und dann nur oberflächlich irgendwie die Sachen. Also dieser aktive Prozess der Auseinandersetzung mit der Theorie durch Musik war halt schon sehr schön, fand ich. Ja, und hat auch vieles vereinfacht.
Also war gleich irgendwie so griffig. Ja, also die Vielfalt an Möglichkeiten, die es auch gab, einfach das zu interpretieren, fand ich sehr spannend. Also wirklich ging in so vielen verschiedenen Richtungen. Man kann mit jedem einzelnen kleinen Instrument irgendwie 10 verschiedene Interpretationen von irgendwelchen Situationen machen, wo es um interkulturelle Geschichten geht. Ja. Das fand ich schon sehr spannend. Ja, unsere Gruppe heißt Villa Kunterbunt. Ja, es geht hauptsächlich um diese Interkulturalität, die wir mit dem Gruppennamen ausdrücken wollen. Das halt einfach eine ganz bunte Mischung darstellt, was ja auch jeder einzelne von uns ist. Ja, als Thema haben wir uns überlegt, dass wir mit Hilfe der Instrumente, die wir spielen können, verschiedene Kulturen darstellen, die sich zuerst nicht gleichen, aber im Laufe des von uns aufgeführten Stückes zusammenfinden. Wir drücken quasi die unterschiedlichen Kulturen mit unterschiedlichen Instrumenten aus. Genau, und da haben wir quasi Majoritäten und Minoritäten mit drin und im Verlauf des Stücks gehen quasi die Majoritäten einen Schritt auf die Minoritäten zu. Wow, so stark, wunderschön. Das war echter Hammer. Ohne Witz. Ja? Ja? Hey, wir haben das jetzt gerade mal mitverfolgt. Hättet ihr Lust, mit uns Musik zu machen? Also am Anfang finden sie nicht so wirklich zusammen und dann entsteht aber doch sowas wie Respekt und Wertschätzung für die andere Gruppe und man kreiert am Ende doch auch wirklich was Gemeinsames. Und bei uns war das so, wir komplett dominant stehen erstmal über allem, weil wir halt auch laut sind. Und dann merken wir, die, wo dazukommen, die tun uns gut, mit denen können wir arbeiten. Und am Ende ist halt von jeder Farbe was dabei und fügt sich zu einem großen, schönen Ganzen zusammen. Wir hatten uns das so überlegt, ja, dass man auch, also wir spiegeln sozusagen wieder, was in der Gruppe passiert, auch von den Gefühlen her. Hier das Klavier hat gelb angefangen, sehr harmonisch, und dann kam zack die 2 Gitarristen rein mit Rot, Bang, drüber, keine Rücksicht, ne, malen sogar noch drüber. Dann geht es hier weiter. Ist natürlich, muss man auch sagen, die Leseweise von links nach rechts ist ja nicht überall so, haben wir jetzt halt so gewählt, weil wir das so kennen von unserer Kultur. Dann kommt noch das Saxophon mit Blau und die harmonieren schon, das sieht man richtig. Die vermischen sich auch, wie grün, also Primärfarben, Sekundärfarben. Dann wird spannend, dann kommen alle Instrumente zusammen, alle vereinigen sich und finden denselben Rhythmus auch. Und hier vermischt sich's und wird bunt, auch so wie es eigentlich ist und sein sollte. Und man sieht auch, das gibt das schönste Bild. Ja, wir haben musikalisch dargestellt, wie ein Schultag aussehen kann oder wie ein Schultag womöglich in unserer Vergangenheit ausgesehen hat. Und einen zweiten Teil, wie ein Schultag in unserer Vorstellung bestmöglichst aussieht. Und das musikalisch unterlegt, haben die Musik selber gemacht und spielen dazu ein bisschen Theater.
Ja, wir sind die Gruppe Bouncing Beats und wir haben ein Stück erarbeitet, in der wir verschiedene Alltagsgegenstände wie zum Beispiel ein Basketball oder einen Kasten Club Mate, diese Gegenstände haben wir genommen und die musikalisch entfremdet. Und mit diesen Gegenständen machen wir Musik. Und es gibt einen gewissen Konflikt zwischen verschiedenen Gruppen. Irgendwann kommt dann auch ein Musiker mit der Gitarre auf die Bühne, der die anderen musikalischen Gegenstände ein bisschen niedermacht. Was ist das für ein Lärm? Das hört man ja das ganze Treppenhaus. Was macht ihr denn hier? Wir machen Musik. Es ist Musiktag, das ist doch keine Musik, das ist Lärm, was ihr da macht. Krach. Weil du das sagst, oder wie? Ja, klar. Das sind Spielzeug, Bierkästen, Sachen. Hier, die Leute erwarten Musik. Okay, danke. Entschuldigung, liebes Publikum. Ich darf Sie begrüßen heute zu der Show. Ein neues Lied von mir, All the Way from Texas. Aber dann zum Schluss wird ein Stück als Einklang, im Einklang gespielt. Und im weiteren Verlauf kamen wir dann darauf, dass wir das Ganze sozusagen ein bisschen mit der Inklusionsfrage auch, weil es eben so konträre Gegenstände sind, dass wir das eben so ein bisschen in diese Richtung thematisieren. Wieder von vorne. Unser Gruppenname unseres Musikprojekts heißt Der kulturelle Wanderer. Genau, und wir haben unser Stück genannt mit 5 Akkorden um die Welt, wo es einfach darum geht, dass jemand sich auf eine Weltreise begibt und da auch verschiedene Kulturen trifft, verschiedene Musikstile kennenlernt und von jeder Kultur auch was eben mitnimmt, was Positives. Und schlussendlich dann am Ende aber merkt, wir gehören alle zusammen und das ist das Wichtige. Jetzt habe ich so viel gesehen, so viele verschiedene Kulturen, aus denen ich irgendwie was mitnehmen kann. Irgendwie sind wir doch alle eins. Unser Anliegen wäre es dann dort, eine Gruppenarbeit durchzuführen, wo einfach verschiedene Kulturen musikalisch und kreativ gezeigt werden. Im Prinzip muss man ja sagen, bei so einem Projekt, das man mit den Schülern an der Schule auch machen kann, viele Schüler haben vielleicht gar nicht die Möglichkeit, zu musikalischen Instrumenten zu kommen und man kann Themen durchaus interessanter gestalten, wenn man das mit Musik verbindet, was für jeden ja eigentlich auch mal was Spannendes ist. Aber auf jeden Fall so, dass die Schüler dann selbst kreativ werden können. Ja. Und nicht, dass wir ihnen irgendwie was vorgeben. Nee, genau. Also um unser Projekt in der Schule durchführen zu können, wäre es
wichtig, den Kindern eher Rahmenbedingungen zu stecken, weil bei uns war es sehr frei, also wir konnten selbst entscheiden, was wir machen und mit welchen Gegenständen. Und in der Schule ist wichtig, oder wäre es wichtig, den Schülern zu sagen, ja okay, benutzt nur ein Instrument, eine Sache, zum Beispiel nur den Basketball oder nur die Kisten, damit es einfach einfacher wird für die. Wir haben auch gesagt, dass wenn man so ein Projekt dann auch startet an der Schule, dass man im Vorhinein auch die Regeln klar darstellt, wie gehe ich denn mit den Instrumenten um, wie habe ich mich innerhalb der Gruppe zu verhalten, und ja, es sollten einfach ein paar Regeln aufgestellt werden, damit die Schüler auch wissen, was zu tun ist, was von ihnen erwartet wird und dass dieses Projekt auch sauber und friedlich ablaufen kann. Voraussetzung dafür wäre auch, dass wir mehrere Räume bräuchten, weil wir mehrere Gruppen sind, und dadurch, dass wir halt Musik damit machen, wäre es in einem Raum sehr schwer umzusetzen, weil einfach dann jede Gruppe wäre dann halt gestört, wenn die andere was machen würde. Und wir hatten auch uns überlegt, dass es eigentlich auch gut ist, wenn sich Lehrer zusammentun, also vielleicht verschiedene Fächer, Kunst, Musik. Und erstens ist das voll bereichernd und zweitens muss da auch noch mehr die Kooperation zwischen den Lehrpersonen gestärkt werden. Die Schüler müssten auch mitbringen Verantwortung, Ernsthaftigkeit, auf jeden Fall auch Ideen mitbringen und das Ganze auch mit Spaß angehen.